Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute gibt es wieder das schnelle Sonntagsrezept und zwar gibt es nochmal einen leckeren Nachtisch. Wir machen heute nochmal ein kalorienarmes Dessert, allerdings mit selbstgemachtem Himbeereis. Na, hört sich das nicht verlockend und lecker an? Wie ich das zubereite, das zeige ich euch wie immer jetzt. Und da würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für das heutige kalorienarme Dessert mit selbstgemachtem Himbeereis benötigt ihr 250 Gramm Magerquark, 250 Gramm Skyr, ca. 200 Gramm gefrorene Himbeeren, 3 Esslöffel Erythrit und etwas Milch. Zuerst geben wir die 250 Gramm Magerquark in eine Schüssel. Zu dem Magerquark geben wir dann unsere 250 Gramm Skyr dazu. Ich verwende hier einen Naturskyr mit 0,2% Fett. Skyr und Quark passen einfach wirklich gut zusammen und sind beide sehr kalorienarm. Und trotzdem wird dieses Dessert später schön locker und cremig. Da der Magerquark und das Skyr von Natur aus sehr sauer sind, gebe ich jetzt 3 Esslöffel Erythrit dazu. Erythrit ist ein kalorienfreies Süßungsmittel, das an Zucker sehr nah dran kommt. Ich verwende es sehr gern, da ich finde, dass es keinerlei Nachgeschmack hat. Jetzt gebe ich noch ein bisschen Milch an die Masse und verrühre das Ganze richtig gut mit dem Schneebesen. Und wenn ihr die Masse gut rührt, dann spürt ihr einfach, wenn die Masse schön cremig wird. Hier fehlt definitiv noch ein bisschen Milch, deshalb gebe ich noch etwas dazu. Und das macht ihr einfach so lange, bis die gewünschte Cremigkeit in der Masse entstanden ist. Da hat ja jeder seinen eigenen Geschmack. Die Masse, die rührt ihr dann einfach so lange, bis sie richtig schön cremig und glatt geworden ist. Und jetzt machen wir unser fast kalorienfreies selbstgemachtes Himbeereis. Dazu geben wir die tiefgefrorenen Himbeeren in so einen Zerkleinerer oder Mixer. Wenn ihr einen guten leistungsfähigen Stabmixer habt, könnt ihr es auch damit machen. Zu den Himbeeren gebe ich jetzt 2 Esslöffel von dem Erythrit. Denn das Eis, das soll ja später schön süß schmecken. Dann verschließe ich meinen Mixer und mixe das Ganze erst einmal an, sodass die Himbeeren zu einem Brei verarbeitet werden. Und um das Eis schön cremig zu bekommen, mixe ich jetzt noch ein bisschen Milch unter die Eismasse. Jetzt lasse ich den Mixer erstmal wieder auf höchster Stufe laufen und dann schauen wir noch mal rein. Wie man hier sehen kann, hat das Ganze mit Eis noch nicht viel zu tun, deshalb löse ich erstmal alles vom Rand. Und um ein schönes cremiges Eis zu bekommen, gebe ich jetzt noch mal einen großzügigen Schluck Milch dazu. Das ist einfach auch wirklich Probiersache. Gebt lieber etwas häufiger Milch dazu und macht den Mixer öfter auf und schaut euch dann die Konsistenz an. Denn es soll ja auch nicht zu flüssig werden, sondern richtig schön cremig. Ja, jetzt mixe ich das Ganze noch mal richtig kräftig durch, wie ihr hier sehen könnt. Und man sieht schon, dass es deutlich cremiger geworden ist. So gefällt mir das wirklich richtig gut. So, jetzt nehme ich erstmal eine kleine Kostprobe, ob das Ganze auch cremig genug ist und auch süß genug ist. Und ja, meins hat jetzt genau die richtige Konsistenz und ist auch süß genug. Das fertige Eis hat jetzt eine schöne Cremigkeit und wird in eine Schale umgefüllt. Dieses Eis schmeckt übrigens auch wunderbar so, aber wir wollen es ja in einem Dessert verwenden. Übrigens, falls ihr Lust auf noch mehr Nachtisch habt, schaut doch mal auf meinem Zweitkanal einfach nur Nachtisch vorbei. Den verlinke ich euch jetzt rechts oben in der Infobox. Da würde ich mich über einen Besuch von euch wirklich sehr freuen. Ja, und jetzt können wir das Ganze auch schon anrichten.
Unten ins Glas gebe ich von der leckeren Quarkskiercreme. Darüber gebe ich dann einen Teelöffel von Zartbitter-Schokostreuseln. Die passen wunderbar zu dem Himbeereis. Und auf die Zartbitter-Schokostreusel kommt jetzt ein Klecks von dem selbstgemachten Himbeereis. Das sieht toll aus. Und ich verspreche euch, das schmeckt wirklich fantastisch. Es ist natürlich kein Dessert, das man noch stundenlang in den Kühlschrank stellt, sondern man sollte es sofort essen. Dann geben wir wieder von der Creme darüber und über die Creme geben wir dann wieder von den Zartbitter-Schokostreuseln. Klar, die haben jetzt auch Kalorien, aber da geben wir jetzt auch nicht so viele von drüber. Und wer möchte, der kann sie natürlich auch weglassen. Darauf verteile ich dann noch mal was von dem leckeren selbstgemachten Himbeereis. Und das Himbeereis ist ja fast nahezu kalorienfrei. Da ist ja wirklich nur ein bisschen Milch drin, um das Ganze cremig zu bekommen. Und obendrauf kommt dann noch mal was von der Quarkskiermischung. Darauf dann der Rest von dem leckeren Himbeereis und toppen tue ich das Ganze jetzt noch mal mit ein paar Zartbitter-Schokostreuseln. Sieht einfach schick aus. Dieses Dessert ist einfach eine tolle, kalorienarme Nascherei. Und durch das selbstgemachte Himbeereis schmeckt es einfach total erfrischend. Ja, ich hoffe, mein Dessert hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Rezept von mir auch wieder mit dabei wärt. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!